Ich will Deutsch lernen, aber ich habe keine Zeit. Ich verstehe dich. Wir Menschen haben so viel zu tun und dafür nicht so viel Zeit. Das Sprachenlernen rückt oft nach hinten. Deswegen habe ich heute Tipps für dich. Ich werde meine Tipps in 3 Teilen aufteilen. Einmal für die Leute, die im deutschsprachigen Raum leben und dann einmal für die Leute, die woanders leben. Danach bespreche ich die Tipps, die für alle hilfreich sind. Aber bevor wir anfangen, gib mir einen Daumen hoch und vergiss nicht zu abonnieren. Deutschsprachiger Raum. Okay, erstmal für die Leute, die in einer Region wohnen, wo viele Leute Deutsch sprechen. Vielleicht dachtest du, man muss einfach dahin ziehen und dann wird es schon. Das habe ich auf jeden Fall damals gedacht. Leider ist das nicht der Fall, aber wenn man ein paar Sachen ändert, wird es ein bisschen leichter. Augen und Ohren aufhalten. Erstens brauchst du eine Wörterbuch-App. Ich nutze dict.cc. Zweitens musst du deine Augen und Ohren aufhalten. Anstatt beispielsweise in der Bahn einfach deine Kopfhörer reinzutun und Musik auf einer anderen Sprache anzuhören, kannst du die Durchsagen anhören. Gleis 11, Einfahrt RE2 nach Lübbenau über Königs Wusterhausen. In den Abschnitten E bis G. Abfahrt 22:51 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Vielleicht kann man hier und da auch ein paar Gespräche reinhören. Und aus dem Fenster sieht man viele Plakate. Das sind alles Möglichkeiten, neue Vokabeln zu lernen und zu sehen, wie die Sprache in der echten Welt gesprochen und geschrieben wird. Mit deinem Wörterbuch kannst du alle Wörter, die du noch nicht kennst oder noch nicht so gut kennst, nachschauen. Ich würde auch empfehlen, diese Wörter aufzuschreiben. Du kannst beispielsweise Screenshots davon machen, du kannst eine Notiz-App nutzen oder ein Notizheft. Damals habe ich persönlich ein Notizheft benutzt und habe es wirklich mit einem Stift aufgeschrieben. Das würde ich aber nicht mit jedem Wort machen. Also versuche bitte nicht, jedes einzelne Wort zu lernen. Man muss nicht jedes Wort in einer Sprache kennen. Ich kenne beispielsweise viele Wörter aus der Biologie nicht. Diese kenne ich aber auch nicht auf Englisch, also in meiner Muttersprache. Wenn ich hingegen ein Wort höre, was mit Sprachen, Politik oder Bodern zu tun hat, schreibe ich mir das auf. Diese Wörter sind für mein Leben relevant. Für dein Leben wären es bestimmt andere Wörter. Sport. Mein nächster Tipp ist einer, den ich meinen Schülern schon sehr lange sage, aber selbst erst seit März mache. Ich empfehle, einen Sportkurs zu machen. Kunst, Koch oder sogar Deutschkurse sind natürlich auch hilfreich. Ich finde Sport aber besonders gut fürs Deutschlernen, weil es eben für den Körper so anstrengend ist, dass man eben von der Angst oder von der Grammatik oder was auch immer abgelenkt ist. Man denkt nicht über die Sprache nach oder zumindest weniger. Besonders bei Mannschaftssportarten kann man wirklich nicht darüber nachdenken, wie ein Verb konjugiert wird, da alles viel zu schnell passiert. Ich mache seit März Gerätetouren und ich habe endlich alle Körperteile gelernt. Davor habe ich nicht gewusst, was ein Knöchel oder ein Steißbein ist. Auch Wörter wie Aufschwung, Radwende und Schwebebalken sind neu dazugekommen. Dazu habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt. Nach dem Training gehen wir immer zusammen essen. Das ist so eine gute Möglichkeit, um verschiedene Akzente zu hören und allgemein viel zu lernen und sogar Freunde zu finden. Das Gute an diesem Tipp ist, dass man
2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, da Sport sowieso ein Teil eines gesunden Lebens ist. Woanders. Jetzt werde ich die Tipps geben für die Leute, die eben nicht Sportkurse in Deutschland machen können, zum Beispiel. Mein Haupttipp für euch ist, den deutschsprachigen Raum nachzumachen. Das heißt, du solltest versuchen, das zu erreichen, was ich den anderen empfohlen habe. Anstatt dir Gespräche und Durchsagen in der Bahn anzuhören, kannst du Podcasts, Musik oder Hörbücher anhören auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni. Anstatt zu Sportkursen zu gehen, kannst du beispielsweise YouTube dafür nutzen. Es gibt auf Deutsch so viele Workout-Videos. Du kannst beispielsweise Yoga, Freiübungen oder Stretching machen. Natürlich ist das nicht das Gleiche, als wenn du in Deutschland wohnen würdest. Aber wenn du das in deinen Tag integrierst, wird es langsam leichter und dein Deutsch wird besser. Okay, jetzt zeige ich dir meine Tipps, die für alle relevant sind. Das Hauptproblem für Leute, die nicht im deutschsprachigen Raum wohnen, aber auch für Leute, die das tun, aber einfach Angst haben, ist das Sprechen. Mit wem soll man denn sprechen, wenn man in Spanien wohnt oder sogar in Berlin wohnt, aber hauptsächlich englischsprachige Freunde hat? Der Geheimtipp ist, dass du immer mit dir selbst sprechen kannst. Während du kochst, kannst du beispielsweise sagen, was du kochst. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, tue ich die Nudeln rein. Dann muss ich 9 Minuten warten. Bevor du schlafen gehst, kannst du erstmal laut sagen, was du an dem Tag gemacht hast und was du für den nächsten Tag vorhast. Heute habe ich ein neues YouTube-Video aufgenommen. Morgen muss ich das Video bearbeiten und dann... Ich mache das besonders gerne beim Joggen. Ich glaube, viele Leute finden mich komisch, aber es hat mir immer beim Sprachenlernen geholfen. Ich habe dann viel weniger Angst, mit Menschen zu sprechen, weil ich eben schon weiß, wie ich auf Deutsch oder auf einer anderen Sprache klinge und ich einfach viel mehr Übung habe. Unterricht nehmen. Was, wenn das alles nicht reicht? Wenn du wenig Zeit hast, ist es noch wichtiger, dass du dir Hilfe holst. Was ist schneller? Deine Frage zu googeln, ein paar YouTube-Videos dazu zu schauen, ein paar Kommentare auf Reddit dazu zu lesen oder eine Lehrkraft zu fragen, die dich und dein Niveau schon kennt. Natürlich ist es schneller, den Lehrer oder die Lehrerin zu fragen. Das Gleiche gilt, wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest. Du könntest natürlich alle YouTube-Videos und alle Artikel zu dem Thema lesen oder mit einer Lehrkraft arbeiten, die deine Texte liest oder dein Referat anhört und spezifisches und hilfreiches Feedback geben kann. Du bist aber vielleicht am effektivsten, wenn du beides machst, also YouTube-Videos schauen, Artikel lesen, Reddit-Beiträge lesen und mit einer Lehrkraft arbeiten. Wenn du aber das nicht schaffen kannst, beispielsweise weil du zu wenig Zeit hast, wirst du immer schneller sein, wenn du eine gute Lehrkraft an deiner Seite hast. Wenn du gerade auf der Suche nach so einer Lehrerin bist oder es dir einfach überlegst, findest du unten einen Link, wo du einen kostenlosen Termin mit mir ausmachen kannst. Da können wir deine Ziele besprechen und zusammen entscheiden, ob wir gut zusammenpassen. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen, also hoffentlich bis bald und tschüss!